Lot, Sodom und Homosexualität in Koran und Bibel. In vielen Videos im Internet wird im Zusammenhang mit Lot und Sodom im Koran der Prophet Lut auch über Homosexualität und sexuelle Unmoral gesprochen. In diesem Video vergleichen wir die Textstellen zu dieser Geschichte. In der Tora im Alten Testament der Bibel finden wir die Geschichte um Sodom in Genesis 19 und im Koran in kurzen Abschnitten in verschiedenen Suren. Lots Geschichte beginnt in der Tora bereits als Gefährte von Abraham. Er ist der Sohn seines Bruders. Mit ihm reist er aus Haran und diese Ausreise wird auch im Koran angedeutet. Nur aus der Tora erfahren wir, dass Abrahams und Lots Hirten streiten, weil sie nicht genügend Weideland für ihr Vieh haben. Lot zieht nach Osten zu den Städten am unteren Jordan. Hier werden die Menschen bei Sodom bereits als böse beschrieben. Einmal wird Lot auch von einigen Königen entführt, doch Abraham sammelt seine Kämpfer und befreit ihn. Im Koran hingegen wird öfters über Lots Streit mit seinen Leuten berichtet. Lot wird von ihnen als Lügner bezeichnet. Seine Zuhörer reagieren mit Zweifeln und Drohungen. Diesen Streit finden wir nicht in der Tora. Doch finden wir in christlichen und jüdischen Überlieferungen Berichte über den Versuch, die Sodomiter zu bekehren. Die Tora berichtet weiter, wie die zwei Engel am Abend zu Lot in die Stadt Sodom kommen. Im Koran ist Lot skeptisch gegenüber den Engeln. Nachdem Lot sie überredet, übernachten sie bei ihm. Und jetzt kommt der Höhepunkt mit einigen Ähnlichkeiten. Bevor sie sich hinlegen, kommen Sodomiter zum Haus und verlangen von Lot, die männlichen Gäste herauszugeben, um sich über sie herzumachen. Laut Koran sagt Lot zu diesen Männern: Fürchtet Gott und bringt mich nicht hinsichtlich meiner Gäste in Schande. Und wollt ihr denn gegen eure bessere Einsicht etwas so Abscheuliches begehen? Wollt ihr euch in eurer Sinneslust wirklich mit Männern abgeben, statt mit Frauen? In der Tora sagt Lot: Meine Brüder, tut doch nicht das Böse. Lot bietet stattdessen seine Töchter an. Lot sagt in Sure 11: Da habt ihr meine Töchter, die sind reiner für euch. Oder in Genesis: Seht doch, ich habe 2 Töchter, die noch mit keinem Mann geschlafen haben. Die Sodomiter lehnen das Angebot ab. Für die meisten heutigen Leser ist dieses Verhalten von Lot mindestens befremdlich, doch dazu kommen wir noch. Anschließend ziehen die Engel Lot herein ins Haus und schließen die Tür zu und schlagen die Leute mit Blindheit, sodass sie die Tür nicht finden. Die Engel weisen Lot nun an, mit seiner Familie aus der Stadt zu fliehen, weil die Stadt bestraft werden soll. Doch während der Flucht sollen sie nicht zurückschauen. Aus der Tora erfahren wir, wie Lot noch um den Ort diskutiert, zu dem er fliehen soll. Interessant ist die unterschiedliche Formulierung bezüglich der Vernichtung Sodoms. Im Koran kündigen die Engel an: Wir hatten diese Angelegenheit für ihn entschieden. Am nächsten Morgen sollen jene Sünde ausgerottet werden. In der Tora sagt ein Engel: Bring dich schnell dort in Sicherheit, denn ich kann nichts tun, bevor du nicht dort bist. Die Tora berichtet anschließend von einem Regen aus Schwefel und Feuer. Und im Koran finden wir einen Regen aus Steinen oder Ton und einen Sandsturm. Die Familie von Lot entkommt bis auf seine Frau. Die Tora berichtet davon, dass sie zurückschaut und zu einer Salzsäule erstarrt. Laut Koran wird Lot bereits vorher angekündigt, dass er seine Frau auf diese Weise verlieren wird. Nur in der Tora wird berichtet, dass die beiden Töchter Lots aufgrund des Männermangels in der neuen Umgebung ihren Vater betrunken machen und mit ihm ihre Kinder zeugen, Ben-Ami und Moab. Jetzt stellt sich die spannende Frage: Wie gehen Muslime und Christen mit dieser Geschichte um? Für Muslime ist Lot ein rechtschaffener Prophet wie Mohammed. Mohammed und Lot warnten vor dem Gericht. Sie wurden der Lüge bezichtigt und bedroht. Es wird oft gepredigt, damals wie heute leben Menschen ihre Homosexualität aus und so wie damals wird auch für die Menschen heute das Gericht kommen. Der Inzestbericht in der Tora wird von vielen Muslimen kritisiert. Ähnlich kritisiert werden auch Beschreibungen von Verfehlungen anderer Propheten in der Bibel, wie zum Beispiel der Ehebruch von David. Dass der rechtschaffene Prophet Lut sagt: Da habt ihr meine Töchter, wird dann versucht anders zu deuten. Zum Beispiel wird von einigen Kommentatoren erklärt, dass er vielleicht andere Töchter angeboten hat und die dann auch nur für reguläre Hochzeiten. Im Neuen Testament bezeichnet Petrus Lot als gerechten Menschen, der unter den Sünden der Einwohner seiner Stadt gelitten hat. Für Christen ist das Verhalten Lots auch befremdlich, doch sie sind es gewohnt, dass Männer und Frauen in der Bibel offen mit ihrem Fehlverhalten dargestellt werden, ohne es zum Vorbild zu nehmen. Wenn Christen über Homosexualität sprechen, dann wird manchmal auch das Beispiel von Sodom und Gomorra als Vergleich herangezogen. Wenn Jesus, der Messias, im Injil über Sodom lehrt, warnt er generell alle Menschen. Er sagt: Sie gingen alltäglichen Dingen nach, aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten bis zu dem Morgen, an dem Lot Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und alle in der Stadt kamen um. Und dann sagt er: Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. Wer sich an diesem Tag außerhalb des Hauses befindet, darf nicht mehr ins Haus gehen, um zu packen. Denkt daran, was mit Lots Frau geschah. Wer sich an dieses Leben klammert, wird es verlieren. Und wer dieses Leben verliert, wird sein Leben retten.
Wenn du weitere Videos nicht verpassen möchtest, dann abonniere uns und aktiviere die Glocke.